Welcome to the German-Danish borderland, a very peaceful area where you would not really expect anything unusual, to be honest. There are wide fields here, small towns and villages along the border, and of course the Baltic Sea and the North Sea. In some places, when you stand on the beach, you can even look across from one country to the other. But if you look a little closer, you will spot some unusual details here. For example, this street sign right behind me. It looks like a Danish street sign. It is a Danish street sign because I'm in Denmark right now, but it has a German word on it. Bildungsstätte. That's not a Danish word, it's a German word, and there's a reason for that. Here on the so-called Knusbjerg or Knus Hill, the German minority in Denmark has its meeting center. Yeah, you heard that right. On the Danish side of the border, there is a small group of people with German roots who see themselves as part of the German minority. And that's not all. They even have their own German institutions here, with German kindergartens, German churches, and even German schools. And the very same thing exists on the other side of the border. If you walk through the streets of the German town of Flensburg, you do not only hear a lot of Danish, you can also see Danish bakeries, a Danish library, and the Flensborghus, where the Danish minority on the German side meets. The reason why there is a German and a Danish minority on each side of the border today goes far back in history. This area I'm standing on right now was marked by many conflicts in the past, and also the border wasn't always where it is today. But then in the year 1920 something happened that had a lot of consequences for many people here in the region. What exactly that was and how it is connected to the German and Danish minorities, well, let's find out in today's video. Guten Morgen. Es sieht wie immer nach Chaos aus, aber das ist okay. Well, no, the chaos doesn't bother us at all, because we are much more interested in the person inside this a bit chaotic office. This is Hauke Greller. He runs the German Museum of North Schleswig in Sønderborg, Denmark. He himself belongs to the German minority on the Danish side and knows a lot about its history. But before we talk about that, I first wanted to ask Hauke, what is it like to live here as a minority on the Danish side of the border? And what does everyday life look like? Es ist komplett irgendwo so, dass meine Sprache ja im Laufe des Tages tausendfach hin und her wechselt. Also zwischen Deutsch, zwischen Dänisch, das geht so den ganzen Weg durch irgendwo. Ne? Also wenn wir an Traditionen, an einfach das, was zu Hause im Kühlschrank ist. Meine Kinder, die sind zwar auch im deutschen Sportverein, aber dann sind sie genauso auch im dänischen Sportverein. Es geht komplett kreuz und quer, sprachlich, menschlich, also alles. Gwyn Nissen has the same experience. He has a very special and exciting job. He is the editor-in-chief of the German language newspaper on the Danish side of the border. Yeah, also that exists. It's called Der Nordschleswiger, and his everyday life is shaped by the best of two worlds. In unserem Leben eben wie Dänisch oder Sønderjysk, also hier örtlich verortet in dem Landesteil, und in anderen Bereichen sind wir dann eher deutsch. Und dann daraus entsteht eine Mischung. Also wenn wir aus der Minderheit zusammensitzen und einen gemütlichen Abend haben und es fehlt irgendein Wort, dann greifen wir uns das dänische Wort. Oder wenn wir Dänisch reden und uns fehlt ein Wort, dann greifen wir uns das deutsche Wort. Sally Flint Hansen works for the Association of Germans in North Schleswig. It's an organization that stands up for the rights of the minority in Denmark and represents its political interests. But she says that defining the German identity is not always that easy. Die deutsche Minderheit, ich meine, es sieht nicht anders aus als die Mehrheitsbevölkerung. Wir haben ja auch nicht eine besondere Kleidung, die uns irgendwie ausmacht. Wir sehen aus wie alle anderen.
das, was uns ausmacht, ist im Prinzip unsere deutsche Sprache und Kultur. Und viele wissen nicht unbedingt, dass die Arbeitskollegin oder der im Fußball, in der Fußballmannschaft mitspielt, dass die zur deutschen Minderheit gehören. Das ist dann häufig so, wenn der oder diejenige dann ans Telefon geht und dann hören die anderen, dass er Deutsch gesprochen hat am Telefon. Und du sprichst aber gut Deutsch. Ja, aber Und man sagt dann selten, ja, das ist, weil ich zur deutschen Minderheit gehöre. Und das ist dann gleich so ein bisschen krass, sondern dann sagt man vielleicht, ja, aber ich war ja auf der deutschen Schule. Wenn man mit einer anderen Identität in einer Gesellschaft aufwächst, dann wird man verhältnismäßig schnell darauf gestoßen, dass man irgendwo in Anführungsstrichen anders ist. Von klein auf an kann das ja bei den Kindern schon irgendwo dazu führen, dass man darüber mehr spekuliert. Ja, ich spreche Deutsch. Ja, ich suche zu Ostern vielleicht Ostereier. Hat das irgendwas damit zu tun? Das machen meine dänischen Nachbarn nicht. Na, also das sind so Punkte, die da natürlich irgendwo reingehen und die machen, dass man darüber, glaube ich, früher spekuliert. We jump to the other side of the border, to be precise, to Flensburg, Germany. Here we will find the Flensburghus, the meeting place of the Danish minority. And as soon as you walk into the courtyard, it feels special. It's like stepping into a small Danish world of its own. You come from a typical grey German car park into a courtyard with cobblestones and Danish-style architecture all around. And here I meet, among others, Christina Sukatus and Tanja Bethke, who give me an insight into their everyday lives. Das ist ein ganz normaler Alltag, so wie halt auch die Mehrheitsbevölkerung sie hat. Wir führen nur halt alles auf Dänisch durch und suchen auch halt die dänischen Institutionen und die dänischen Angebote. Also auch die Kirche dann ist dann die dänische Kirche. Die Freizeitangebote sind dann halt auch die in der dänischen Minderheit angeboten werden. The institutions that Tanja talks about are a very important anchor for the minorities on both sides of the border. People who are born into the minority usually do not go to a school in the national language. Instead, they go to a special school of their own minority, as Lasse Rodewald and Ulf Worn told me. Also der Lehrplan ist vom Land Schleswig-Holstein vorgegeben. Aber das Hauptfach, zum Beispiel nur Deutsch, ist dann wirklich in Deutsch und das andere ist dann dementsprechend alles in dänischer Sprache. Es ist ein Schulabschluss, der in beiden Ländern gleichwertig anerkannt ist. Also wer das Abitur oder auch den mittleren Schulabschluss an einer südschleswigschen Schule, einer dänischen Schule in Südschleswig ablegt, kann seine Ausbildung, sein Berufsleben gleichberechtigt in Deutschland und in Dänemark fortsetzen. Und zwar schon seit 1955. Also das ist ja einfacher geworden durch den Bologna-Prozess generell in Europa diese Schritte zu machen, aber hier ist es seit 70 Jahren ein Teil des Minderheitenmodells. School life also brings its own special culture with it. One example, here in Flensburg it is common for the final year students of the Danish school, the Duborg Skolen, to walk through the city center to the Neptune fountain after graduating and, in the end, take a swim in it. They also wear traditional caps, so it's a long-standing Danish tradition, but practiced on the German side of the border. But the institutions of the minorities go far beyond schools. Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Hort. Auch einen dänischen Gesundheitsdienst, ein dänisches Altersheim. The minorities even have their own political parties. On the German side of the border, there is the South Schleswig Voters Association, and on the Danish side, there is a similar political voice called the Schleswig Party. What I find so interesting about the minorities is that they know at least two cultures, the Danish and the German one, and then there is their own minority culture, which is something in between. Many of my interviews have lived in one country or the other. Some were born into the German or Danish minority, some married into it, and some, like Sally, have even been active in both minorities. And that is why I was very curious to find out what the most noticeable differences are between life under Germans and life under Danes, and what might sometimes get on your nerves. Ich finde schon, dass dieses Leben und Leben lassen, dass das hier noch deutlich stärker ausgeprägt ist. Also eine Entspanntheit irgendwo
Das kann auch manchmal ein bisschen aufgesetzt sein hier. Also dieser Begriff Hüge ist definitiv gutes Marketing aus meiner Sicht. Also das ist, wenn es hier hart auf hart geht, dann ist Hüge auch vorbei. Was man denen nachsagt, ist, dass sie sehr direkt sind. Da wäre der Deutsche vielleicht ein bisschen diplomatischer. Und ich höre es auch aus der Wirtschaft zum Beispiel, dass die denen eben bei Geschäftsreisen oder Geschäftstreffen, da gibt es richtig Hüge und man kann sich ein paar Bier mit den Dänen teilen und sie sind lustig. Und dann am nächsten Tag am Verhandlungstisch sagt es Knall. Sind die Dänen knallhart und direkt und die Deutschen oder auch andere werden dann überrascht und sagen, hey, wo ist der nette Kerl von gestern Abend? Jetzt geht's ans Geschäft. Und das ist so das alte dänische Wikinger-Handelsgehen, das dann immer noch durchschlägt. Also ich bin ganz oft, was Humor angeht, ins Fettnäpfchen getreten. Ganz oft wurde ich einfach nicht verstanden oder missverstanden und hab mich so geschämt über irgendwas, was in Dänemark, da hätten alle gelacht. Und das glaube ich wirklich so, dieser richtig sarkastische Humor, das ist ein großer Unterschied. Wir haben hier ganz klar flachere Hierarchien. Das ist, merkt man in der Arbeitswelt definitiv. Klassische Erzählung, deutscher Chef, sage ich mal, wird von seiner Firma zu einer Dependance nach Dänemark geschickt, setzt sich an den Tisch und sagt, so und so und so machen wir das jetzt. Und dann melden sich die Abteilungsleiter rund um den Tisch und fragen, aber wieso machen wir es dann nicht anders? Wieso machen wir es nicht so? Und das ist eine Erfahrung, die ist der deutsche Chef nicht unbedingt aus Deutschland gewohnt. Wenn ich an meine Steuererklärung denke, dann bin ich froh, dass ich in Dänemark wohne. Sich ummelden können, also einen neuen Pass beantragen, also all diese Dinge, die man ab und zu mal machen muss, das geht in Dänemark digital. Es gibt eine größere Bereitschaft, der dänischen Kultur zu vertrauen. Wir haben ganz viel Vertrauen. In Dänemark erlebt man an der Kasse, wenn man etwas mitgebracht hat, was keinen Preis hat, dann fragt dich die Kassiererin, kannst du dich daran erinnern, was es kostet? Und in Deutschland muss Frau Meier erst Frau Müller anrufen. Oder der Marktleiter, der irgendwie oben hinter einem Fenster sitzt und alles überwachen kann, der muss es einmal nachschauen, was es kostet. Und das klingt so banal, aber das ist ein Unterschied. Das geschichtliche Bewusstsein, was in Deutschland herrscht, das schätzt sich sehr, die Offenheit in Deutschland mit seiner Vergangenheit umzugehen, aus der Vergangenheit zu lernen, aus der Vergangenheit Schlüsse zu ziehen und die Bedeutung des Gesterns für das Heute richtig einzuschätzen. Denn das stärkt letztlich auch das Minderheitenmodell in unserer Region. Dann war mein Erlebnis auch in Deutschland, dass obwohl mir die Menschen ja am Anfang distanzierter vorkamen, war ich doch ganz schnell bei denen zu Hause. Also ich wurde ganz schnell eingeladen. Ich habe ja immer noch viele Freunde in Deutschland und die habe ich einfach kennengelernt, weil jemand in der Uni neben mir saß und fragte, willst du nicht zum Brunch kommen am Dienstag oder wollen wir zusammen Tennis spielen oder so. Und in Dänemark, und das werden viele Ausländer bestätigen, in Dänemark sind wir ganz freundlich und wir sind so ganz schnell, so ganz nah beieinander, diese Lockerheit, aber nach Hause eingeladen werden, das wird man nicht schnell. Das mag ich an Deutschland. Interesting, right? Yeah, now we've learned a bit about the life of the German and Danish minorities and the culture, but there is one thing we haven't learned yet, and that's the main question of this video. Why are there two minorities on each side of the border? And I already told you at the very beginning of the video, the year 1920 plays a quite important role. I meet Gitte Hogo Werner and Lars Erik Bethge from the Danish minority. Gitte is the chair of the South Schleswig Association and Lars runs the Dane Virke Museum. And both of them know a lot about the history in this region. Das Gebiet, das wir heute Schleswig und Holstein nennen, ist seit mindestens 1500 Jahren ein Land, in dem verschiedene Sprachen und Kulturen da gewesen sind. Der nördliche Teil, den wir Schleswig nennen, ist von Leuten eingenommen worden, dominiert worden, die wir die Danen heute nennen. Das sind diejenigen, dessen Gebiet sich dann irgendwann mal zum Königreich Dänemark entwickelt hat in der Wikingerzeit. In den Jahrhunderten danach haben sich dann hier deutsche Sprache und Kultur und die nordische Sprache und Kultur weiterentwickelt, so dass wir hier über viele Jahrhunderte ein Vielvölkerland in irgendeiner Form hatten. Früher hat man in diesen Kategorien Deutsch und Dänisch ja gar nicht gedacht.
Das war im Grunde genommen hier erstmal belanglos. Ja, man hat die deutsche Sprache gesprochen, dänische Sprache gesprochen, Friesisch an der Westküste eben auch noch mit. Und das war im Grunde genommen eigentlich vor über 200 Jahren erstmal egal. Und als der Nationalismus dann im 19. Jahrhundert aufkam, wurde das Land gespalten, weil man musste sich entscheiden, ist man dänisch, ist man deutsch. Und wenn man hier so eine Region hat, ziemlich direkt an der heutigen deutsch-dänischen Grenze, wo Menschen deutschsprachig, dänischsprachig eben Tür an Tür wohnten und dann sich auf einmal entscheiden mussten, aber jetzt bin ich deutsch oder jetzt bin ich dänisch. Und dann natürlich kam dann auch sofort die Frage auf, wo soll denn eine Grenze zwischen diesem Deutsch und Dänisch laufen? Dann war das ja nahezu unmöglich zu lösen, weil die Menschen wirklich Tür an Tür eben hier wohnten. Und ja, wenn man irgendwie so einen Konflikt oder so eine Sache eben nicht lösen kann, was passiert, dann kommt es hier zu Kriegen. Und das haben wir hier eben mit 2 schleswigschen Kriegen eben gesehen. Der zweite, eben 1864, sorgt dafür, dass dieses alte Herzogtum Schleswig eben Teil von Preußens wird und damit später auch vom Deutschen Kaiserreich. Und in diesem alten Herzogtum Schleswig ist halt eben auch ein großer Anteil dänischsprachiger Menschen, die halt eben auch einen Wunsch haben, eben tatsächlich zu Dänemark zu kommen. Well, and this conflict had been simmering for a long time. To be precise, until the end of the First World War in 1918, which Germany famously lost. After that, the peace treaties, the Treaty of Versailles, decided that in disputed border areas, the people themselves should choose which country they wanted to belong to. And that is exactly what happened here in Schleswig or Schleswig. The result? In 1920, there was a decisive referendum in what is now the German-Danish border region. Das Ganze hat man so eingeteilt tatsächlich, dass man sagt, okay, wir machen 2 Abstimmungszonen. Zone 1 ist Nordschleswig, das andere damals eben eher Mittelschleswig betitelt, heute würde man eher Südschleswig dazu sagen. Und in diesen beiden Zonen ist tatsächlich unterschiedlich abgestimmt worden. In der Zone 1 ist es tatsächlich so gewesen, dass es eine En-Bloc-Abstimmung gewesen ist. Das heißt, es war komplett egal, wie einzelne Orte, wie jetzt hier in Sonderburg, wo wir uns befinden, oder in Tondern, wie die Menschen dort abgestimmt haben. Es zählte das Gesamtergebnis für diese gesamte Abstimmungszone. In der zweiten Zone, Mittelschleswig, da war es tatsächlich eine gemeindeweise Abstimmung. Wenn wir reinschauen in die Resultate für Tondern, ganz extrem zu sehen eben. Dort haben damals eben 2448 Menschen eben für Deutschland gestimmt und 750 für Dänemark. Das Resultat war sehr, sehr deutlich in Tondern, aber aufgrund dieser En-Bloc-Abstimmung ist Tondern halt eben dänisch geworden oder Teil von Dänemark geworden. Aber der größte Teil dieser Menschen, die dort 1920 in der ersten Zone deutsch gestimmt haben, sind geblieben. Und diese Menschen sind zur deutschen Minderheit geworden. Also das ist wirklich der Ausgangspunkt, das ist die Geburtsstunde der deutschen Minderheit und auch der dänischen Minderheit, wie wir sie südlich der Grenze eben kennen. Yeah, but even the referendum was not without friction. In the run-up to the vote, there was a real election campaign with everything you could imagine being used, including campaign posters that both minorities have kept to this day. Es ist teilweise massiv Druck ausgeübt worden, sowohl von Arbeitgebern in der Region als auch von der Arbeiterbewegung, die sich in der Weimarer Republik eine bessere Zukunft, bessere Verhältnisse für die Arbeitnehmer als in Dänemark versprochen haben. Man war bis dahin auch mit seinen Nachbarn im friedlichen Konsens. Einer sprach Dänisch, andere sprach Deutsch, in Dänemark, in dem südlichen Dänemark Sønderjysk, hier Plattdeutsch, alles gemischt. Das war eben erst in den Jahren, als es zu dieser Abstimmung kommen sollte, dass dann im Prinzip man plötzlich wirklich über seine Identität entscheiden sollte. Da wurde dann vielleicht aus Nachbarschaft und Freundschaft Feindschaft, weil man auf einmal eben gemerkt hat, die einigen sprach von ob ewig ungedeelt und Mama, lass uns Deutsch sein, wie man hier auf dem Plakat sieht. Und hier steht, Mama stimmt Dänisch, denk an mich. Also es ging wirklich dann nachher zur Konfrontation. Well, the result of the 1920 referendum did set clear rules, but that did not mean that the conflicts in the region suddenly were over. One particularly dramatic period was, of course, the NS time, especially for the Danish minority on the German side. Es führt dazu, dass die Menschen im Alltag
durch die Nazis hier vor Ort, durch stark deutschnationale Kräfte hier vor Ort unterdrückt werden. Wenn es um Ernährungshilfe geht zum Beispiel, wenn es um Lebensmittelhilfen geht, wenn es um Sozialhilfe geht, wenn es um Arbeit geht, dann wird den Leuten schon gesagt, Mensch, wir können ja vielleicht eine Leistung irgendwie hinbekommen, aber überleg dir mal, ob dein Kind in der dänischen Schule dann richtig aufgehoben ist. Und die dänische Minderheit ihrerseits versucht auch möglichst nicht anzuecken. Das macht man auf eine ganz brutale Weise, indem man seiner eigenen Jugend sagt, ihr könnt nicht desertieren. Ihr könnt nicht nach Dänemark abhauen. Ja, etwas pathetisch gesagt, man gibt das Beste, was man hat, nämlich seine Kinder, in die Hand der Nazis und die ziehen genauso für einen germanischen Krieg, der definitiv nicht ihrer ist, dann an die Front. Well, and the German minority on the Danish side gave a particularly disgraceful picture as they fully aligned themselves with the Nazis during that time. Das hat natürlich, denn ab 1933 die deutsche Minderheit eben auch nationalsozialistische Organisationen aufbaut, im Jugendbereich nationalsozialistische Parteien. Das hat nochmal zu einer Verschärfung in dem Verhältnis zwischen Deutsch und Dänisch hier tatsächlich geführt. Also da sind die Konflikte nochmal viel, viel schärfer geworden und sind auch beigeblieben. Also das ist wirklich das, was auch die Nachkriegsjahrzehnte dann wirklich irgendwo geprägt hat. Hauke Greller and his museum team are still researching and documenting this period to this day. The situation in the region improved with the end of the Second World War. An important step was the so-called Hellasle Declaration of 1943, in which members of the German minority in Denmark clearly committed themselves to democracy and to loyalty towards their Danish fellow citizens, a significant change from their previous stance. Then, in 1945, about 10 years after the war ended, the Bonn-Copenhagen declarations were adopted, and these finally set out the protections of the minorities on both sides of the border, as well as all the special rights we heard about at the start of the video, such as political participation. Today, we can say, after all these centuries of conflicts and wars and shifting borders, the situation for the minorities on each side of the border is better than ever. Both are fully accepted today, both have their special rights and are also taken seriously by politics. But still, there are these moments when the old conflicts suddenly are back. Wir haben immer wieder erlebt, dass es in ganz bestimmten Situationen zu deutsch-dänischen Konflikten in der Region kommt. Das ist 1987 so gewesen, als der damalige Landtagsabgeordnete der Minderheit Karl Otto Meyer sich geweigert hat, Uwe Barschel nach den Affären, die dort aufgekommen waren, wiederzuwählen. Wo wir massiven Druck erlebt haben, wo Franz Josef Strauß gepoltert hat, es kann nicht sein, dass ein Däne die deutsche Politik bestimmt. Da ist hinterfragt worden, ob die dänische Minderheit wirklich gleichwertig an der politischen Meinungsbildung im Land teilnehmen kann. Zuletzt 2012, da wurde die Partei der dänischen Minderheit zum ersten Mal Teil einer Landesregierung mit einer Ministerin. Ein Riesenschritt für das deutsch-dänische Verhältnis, aber auch da hat es dann wieder Klagen der Jungen Union gegeben, die bis vor das Landesverfassungsgericht gingen, gegen die Mitwirkung der dänischen Minderheit. Wenn wir 40, 50 Jahre zurückgehen, wenn die Kinder sich von den deutschen und von den dänischen Schulen am Nachmittag auf der Straße trafen, ja, aber das bis zu Schlägereien eigentlich alles, also dass es definitiv möglich war. Also 40, 50 Jahre zurück. Ich habe diese Schlägereien in den 90er Jahren nicht kennengelernt, aber wir haben diese Sprüche wie Preuße, als Preuße wurde ich beschimpft, das ist mir irgendwo noch sehr stark im Gedächtnis geblieben, wo ich das gar nicht so verstehe. Und dann eben auch Nazischwein, sonstiges hat man dort gehört. Mein Vater gleich nach dem Krieg hat erlebt, was es ist, als deutscher Junge hier in Amrad im Ort zu sein. Da gab es Anfeindungen, Streit, da gab es manchmal Schlägereien. Ich habe es in den 70er Jahren erlebt,
wo beim Sportfest, gemeinsamen Sportfest aller Schulen in der Gemeinde, also deutsche und dänische Schulen, dass wir dann als Nazis beschimpft worden sind beim Einlauf ins Stadion. Viele der älteren Generationen heute haben natürlich noch so Traumata, wenn es um diese Zeit geht. Die Deutschen waren ja die Bösen und die Besatzer waren die Bösen und das mischt man so ein bisschen zusammen mit der deutschen Minderheit. Größtenteils ist das Geschichte, aber wir sehen es an einzelnen Orten noch, dass es immer noch passiert, dass da so welche dummen Sprüche kommen. So ganz totkriegen, glaube ich, wird man es auch nie. The German minority also notices that very clearly with one project that has actually been on the agenda for decades. The German minority wants bilingual town signs on the Danish side. On the German side, that already exists. There are town signs that show both the German and the Danish name of a town, but here in Denmark, the idea meets strong resistance. Es wurde mal ein zweisprachiges Ortsschild aufgestellt in Hadersleben und da stand, ich weiß es nicht genau, aber es stand vielleicht einen Tag und dann wurde es, ich weiß nicht, ob es beschädigt wurde oder so, aber auf jeden Fall hat man dann gemerkt, nee, das können wir noch nicht, es gibt zu viele Gegner. Solange es sozusagen schön für sich bleibt, also dass da Schulen irgendwo bessere Förderung kriegen aus Kopenhagen und dies und das, das ist, ja, das stößt hier eigentlich wenig auf. Aber sobald die deutsche Minderheit versucht, irgendwo in den öffentlichen Raum reinzurücken, wieder sichtbar zu werden, das ist schon ein anderes Selbstbewusstsein, mit dem man auftritt und das kommt aber nicht bei allen gut an. Trotz alledem muss ich sagen, diese Diskussion um die zweisprachigen Ortsschilder, die gibt es seit Anfang der 1990er Jahre. Und wenn ich mir die Leserbriefe und die Diskussion Anfang der 90er Jahre anschaue und wie es heute diskutiert wird, dann ist die Schlagkraft der Diskussion viel, viel schwächer. Ich denke, wir werden die irgendwann kriegen, weil irgendwann ist die Zeit reif. Heute können die meisten Jugendlichen in der Minderheit sehen, dass es voll cool ist, mit zwei Kulturen aufzuwachsen und mit zwei Sprachen. Und dass die Minderheitenidentität schon was Cooles ist. Von daher, die Zeiten ändern sich, aber für zweisprachige Ortsschilder ist es noch nicht so weit. What has become clear over the past decades is that the minorities are constantly changing. New people have joined while others, often younger people, later move away to study and maybe never come back. But for a few years now there has been a new trend, especially on the Danish side and the German minority, that did not exist before. Seit ungefähr 2021 sind richtig viele Bundesdeutsche nach Nordschleswig gezogen. Tausende. Nach ganz Dänemark eigentlich, aber besonders in Nordschleswig haben sich viele niedergelassen und das hat natürlich mit der Grenznähe zu tun. Viele können dann ihren Job in Schleswig-Holstein behalten und wir wissen auch, dass wir, also die deutsche Minderheit, wir sind auch ein Faktor, weil die Zugezogenen interessieren sich nicht unbedingt für die Minderheit. Viele haben ja Deutschland den Rücken gekehrt und wollen somit nichts mehr mit Deutschen zu tun haben, aber unsere Schulen sind für sie praktisch wegen der Sprache. The reasons for this wave of immigration are varied. Sally has spoken to many people and says that at the very beginning, the main factor was the COVID-19 pandemic, which Denmark handled much better than Germany. In Germany, there were those endless lockdowns, which did not really exist like that in Denmark. Unser Staatsministerin hat gesagt, geht impfen, dann dürft ihr spielen. Ne? Und wir alle impfen und dann konnten wir wieder draußen spielen. Deswegen waren die Restriktionen ja nicht so doll, weil wir einfach Vertrauen haben in unsere Behörden. Today, Sally says that work-life balance is a big factor mentioned by many German immigrants. Also, land is relatively cheap in Denmark, and some people also have a slightly romanticized idea of the neighboring country, which often leads to some of them moving back to Germany after a few years. Menschen, die Deutschland den Rücken kehren
und in ein Dänemark kommen, wo sich der Staat noch mehr einmischt, wo der Bürger noch gläserner ist als sonst wo fast auf der Welt mit unserer CPR-Nummer und Digitalisierung, in ein Land, wo das Vertrauen sehr hoch geschrieben ist. Wir sind eine Vertrauensgesellschaft. Und wenn man von genau dem flüchtet aus Deutschland, dann, glaube ich, gibt es ein böses Erwachen irgendwie. Well, and then there is another problem that many German immigrants eventually face in Denmark: integration. Wir sind ja in Dänemark sozialisiert und aufgewachsen. Wir sprechen Dänisch und wir sind komplett integriert in der dänischen Gesellschaft. Wir haben dänische Freunde, Nachbarn und bewegen uns ohne Probleme in der dänischen Gesellschaft herum. Wir hätten nie gedacht, dass wir anderen Deutschen empfehlen würden, Dänisch zu lernen, weil das ist ja nicht unser Projekt, ob sie Dänisch lernen. Wir sind ja für Deutsch da. Aber wir haben einfach gemerkt, dass ganz viele es nicht schaffen, sich zu integrieren, wenn sie die Sprache nicht lernen. Dann wird viel Dänisch auf dem Schulhof gesprochen und mein Kind kommt nicht mit, weil auf dem Schulhof sprechen sie Dänisch. Aber das tun sie. Sie sprechen im Unterricht Deutsch und auf dem Schulhof häufig Dänisch oder so ein Mischmasch. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, die Integrationsaufgabe ist plötzlich da. Dänemark ist ein Vereinsland und ist ein Land, wo man kommer hinanden will. Also man ist füreinander da. Und ich glaube, wenn man sich dem ausschließt, dann bekommt man auch nicht das richtige Dänemark-Erlebnis. Das heißt, man darf nicht hierher ziehen und sozusagen das Gefühl haben oder so angehen, jetzt landen wir bei der deutschen Minderheit oder in einem Mini-Deutschland. Wir sind schon auch als Minderheit top integriert in der Gesellschaft. Und da muss man mitmachen, ganz klar. Dazu gehört Sprache lernen, Interesse zeigen, mitmachen im örtlichen Vereinsleben, egal ob jetzt bei der Minderheit oder bei der Mehrheit. But the influx of the German newcomers is not the only thing that affects the minorities today. Some of the people I talked to are also a bit concerned about the global political situation and what that could actually mean for the minorities. And there is this one thing that's of course very important in this border area, a thing that has been part of conflicts for centuries, and that's of course the border itself. Fortunately, it's not the case that anyone is thinking about moving the border again today, but the border has certainly become more visible in recent years. Denmark introduced border controls many years ago during the refugee crisis, and Germany followed a few months ago. Then there were those strict border closures during the COVID-19 pandemic, and for the past few years, also this strange fence has been running along the border. Denmark had built it to keep wild boar out of the country because they can carry diseases like swine fever. In the border region, this caused huge protests at the time, and also Hauke Greller is not really amused. Die Problematik für mich ist tatsächlich eben, und das gilt, glaube ich, auch aus Sicht der Minderheit, dass damit mit diesen sichtbaren Grenzen wieder auch die Grenze in den Köpfen entsteht. Und da sind wir bei einem Punkt, der halt eben sehr gefährlich ist, weil ich eben eigentlich seit 2001, seit dem Inkrafttreten von Schengen, merke, so ist zumindest, also das ist sehr subjektiv, das habe ich nicht gemessen oder irgendwas, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen nördlich und südlich der Grenze wieder dichter aneinander gerückt sind, dass sie wieder mehr Kontakt miteinander haben. Lars-Erik Bethke raises another issue that worries him. Wir stellen schon mit Sorge fest, dass diese Argumentation, uns hat mal was früher in der Geschichte gehört und deshalb haben wir heute einen Anspruch drauf, die von den Nazis bis ins Alleräußerste getrieben wurde, dass das heute wieder in Europa auf verschiedenen Ebenen schon salonfähig ist, bei deutschen Nationalisten oder in anderen Ländern. Und Putins Krieg in Ukraine ist ja auch Ausdruck
für sowas. Und das bereitet uns schon große Sorgen, zu sehen, dass das wieder rauskommt, weil das ist, was unser Grenzland zusammen mit anderen Grenzländern, in denen 1920 eine Volksabstimmung stattgefunden hat, gerade auszeichnet, dass wir nicht irgendwie uns streiten, naja, die Wikinger waren dran und deshalb haben die denen Anspruch drauf und nee, aber die Angeln und die Steinzeitleute davor waren Germanen und deshalb haben die Deutschen Anspruch auf diese Region. Das haben wir alles gehabt und das haben wir überwunden. Und wir sehen mit großen Sorgen, dass das auch woanders stattfindet. Ich glaube nicht, dass es für uns in der Form bedrohlich ist, aber wir nehmen uns da auch das Recht, die Freiheit und sehen auch die Pflicht, darüber aufzuklären, was da eigentlich dahinter liegt und wie groß der Wert von Vielfalt ist. Ich glaube, wir können als Minderheit eben dazu beitragen. Wir sagen auch immer, gute Minderheitenpolitik ist Friedenspolitik. Ich glaube, da können wir sehr gut beitragen. Wir wissen aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Nazi-Diktatur, dass Angehörige der Minderheit, die sich politisch betätigt haben, durchaus genauso ins Fadenkreuz gerieten wie alle anderen. Aber gerade weil wir existenzielle Erfahrungen gemacht haben, weil wir wissen, was Hass und Gewalt bedeutet, werden wir da ja uns nie einschüchtern lassen. Ja, das sehen wir als unsere Pflicht. Ne? Ist so. Ja. So, that's it. That was my story about the German and the Danish minorities. I hope you liked it. I hope you learned something. And if you did, then please leave a thumbs up. You can also hit the subscribe button and ring the bell so you won't miss any upcoming video. And if you'd like to support me and my work, you can also do that, for example, on Patreon. There's a link down in the description. Or you can become a channel member on my YouTube channel. Then you will also get new videos before everyone else. So you should check that out. That was the first part of a small Denmark series here on my YouTube channel. There will be one more video next month from Denmark, so I hope you're looking forward to that. And so far, I would say, have a safe journey and see you next time. Thank you.